6 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Zuerst die Schlagzeilen. Der iranische UNO-Botschafter bezeichnet den Angriff amerikanischer Hubschrauber auf iranische Schnellboote im Golf als Kriegserklärung. Heftige Explosion in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Der Iran dürfte den Raketenbeschuss wieder aufgenommen haben. Parteichef Gorbatschow ist zu einem baldigen Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Kohl bereit. Und nun die Meldungen. USA, Iran, Irak. Der Iran betrachtet den Angriff amerikanischer Hubschrauber auf 3 iranische Schnellboote im Golf als Kriegserklärung. Das erklärte der iranische UNO-Botschafter in New York. Er drohte mit Gegenmaßnahmen zu einem geeigneten Zeitpunkt. Unterdessen wurde bekannt, dass die amerikanischen Hubschrauber nicht 3 iranische Boote, sondern nur eine. Im vergangenen Jahr hatte Kohl Gorbatschow verärgert, weil er ihn in einem Atemzug mit Nazi-Propagandaminister Goebbels genannt hatte. Jetzt lobt Gorbatschow. Morgen, mein Schatz. Aufstehen, Evi. Morgen. Sich mehr um die direkte Mitarbeit der Gewerkschaftsmitglieder bemühen. Der Zenit beschäftigte neuerlich das Ziel, bis 1991 generell die 35-Stunden-Woche ein. Der nicaraguanische Präsident hatte Reagan persönlich für 40.000 Tote und Verwundete im Bürgerkrieg in Nicaragua Kanada. Königin Elisabeth II. Von England ist zu einem zweiwöchigen Staatsbesuch Losgeht in Mitteleuropa hinaus. Das zuletzt wetterbestimmende Tiefdruckgebiet ist nach Osten abgezogen. An seiner Rückseite strömt kühle Luft gegen den Alpenraum. Die Wetteraussichten bis heute Abend allgemein heiter oder gering bewölkt, vor allem am Rand des Alpenhauptkammes und im Osten des Bundesgebietes. Zeitweise lebhaft auffrischender Wind, aus Nordwest bis Nord, kühler als zuletzt. Tageshöchsttemperaturen 5 bis... Zieh die rote Weste an! Die Aussichten für morgen. Weiterhin sonnig. Verfehlte der Österreicher Herbert Reicheneder den Einzug ins Finale und musste sich damit auch in der Ehrenwertung mit Rang 2 begnügen. Hast du deine Schulsachen schon gepackt? Aus Schweden. Mit 2:3 unterlag Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team beim Europacup-Zonenfinale in Kopenhagen gegen Dänemark. Im entscheidenden Einzel verlor Thomas Muster gegen Enthausen in 5:6. Dein Bruder kommt heute. Ich weiß. Hilfst du mir beim Einkaufen? Mhm. Ich hol dich ab. Bringst du mir was mit? Was denn? Was Gutes. Liebe Schwiegereltern, bitte entschuldigt, dass Georg und ich euch erst jetzt schreiben, aber seit Mamas Tod ist hier so viel passiert, dass wir einfach nicht früher dazugekommen sind.
Alexander, meinen Bruder, hat die ganze Sache so mitgenommen, dass wir schon nicht mehr wussten, was wir tun sollten. Er bekam schwere Depressionen. Es gab Tage, da ist er einfach nur im Bett liegen geblieben. Schließlich musste er ins Krankenhaus und bekam ganz schreckliche Behandlungen. Es war fürchterlich. Ich musste das Geschäft alleine führen, die Erbschaftsangelegenheiten abwickeln, unseren Haushalt aufrechterhalten und mich gleichzeitig um meine Familie und um meinen kranken Bruder kümmern. Aber Gott sei Dank hat sich jetzt alles einigermaßen wieder beruhigt. Alexander ist wieder auf dem Damm und so habe ich Zeit, euch endlich zu schreiben. Georg hat sich während der ganzen Zeit wirklich toll verhalten. Dabei war für ihn alles mindestens ebenso schwierig wie für mich. Er ist in eine neue Abteilung versetzt worden, in der, wie man ihm versichert hat, seine Aufstiegschancen wesentlich größer sind. Leider hat er dadurch einen anderen Chef gekriegt, einen unfähigen Mann, der noch ein paar Jahre bis zu seiner Pension hat, aber glaubt, dass er alles besser weiß. Und aus Angst, Georg könne ihn aus seinem Sessel verdrängen, dem Armen auf jede erdenkliche Weise Knüppel zwischen die Beine wirft. Aber ihr kennt ja euren Sohn. Das spornt ihn höchstens an und so setzt er seine ganze Zeit und Energie ein, den neuen Aufgaben zu genügen und zu beweisen, dass er der Bessere ist. Sein Gehalt ist übrigens erneut verbessert worden und so geht es uns auch dank der Erbschaft, die mir durch Mamas Tod zufällt, finanziell wirklich ausgezeichnet. Tja, was gibt es noch zu erzählen? Ja, Eva, unser kleines Sorgenkind, ist unberufen, wieder ganz gesund. Sie hat seit unserem Besuch bei euch im letzten Winter keinen Asthmaanfall mehr gehabt und der Doktor ist sehr zufrieden mit ihr. Sie schickt euch beiden ein dickes Bussi. Ihr seht, letzten Endes gibt es doch nur Gutes zu berichten und so schließe ich mich Evi an und umarme euch beide ganz herzlich, eure Schwiegertochter Anna. PS. Natürlich grüßt und küsst euch Georg aufs Innigste und bittet euch um Entschuldigung, dass er selbst nicht dazu kommt, euch zu schreiben. Da ist sie drin. Geht's weg, hier geht's in eure Klassen los. Geht's weg, hier muss ein Platz frei. Komm, geh weg. So. Und jetzt sag, was los ist. Na komm, sei vernünftig. Sag, was du hast. Sie kann nichts mehr sehen. Stimmt das? Stimmt das? Ja, Seit wann? Seit wann kann sie nichts mehr sehen? seit eben auf dem Klo. Stimmt das? Mach mal die Augen auf. Mach die Augen auf, komm. Du sollst die Augen aufmachen, Herrgott nochmal. Wie soll ich denn sonst sehen, was dir fehlt? In Ordnung, Eva. Wenn du die Augen jetzt nicht aufmachst, dann gehen wir alle weg und du bleibst allein hier sitzen. Kommt's. Frau Lehrerin, Ja? ich kann nichts sehen. Schau mich mal an. Siehst du mich? Das auch nicht? Nein, Was? was? Was siehst du nicht? Na, die... Es hat ja kein Mensch wissen können, wie kurzsichtig sie war.
Sie hat es mit einem unglaublichen Geschick verheimlicht. Danke. Und das war meine Freundin. Aufstützen, bitte. Das müssen Sie sich einmal vorstellen, in dem Alter. Hässlich, die Haut voller Pickel und von dem scheinbar unausrottbaren Wunsch erfüllt, meine Busenfreundin zu sein. Dabei habe ich wirklich andere Sachen im Kopf gehabt damals, das können Sie sicher denken. Nach oben schauen, bitte. Naja, jedenfalls kommt sie eines Tages daher und hat eine groteske, zentimeterdicke Brille auf der Gerade Nase. ausschauen, bitte. Sie hat wirklich damit ausgeschaut wie ein Frosch. Ich meine, mir hat's ja leid getan, aber Sie wissen ja, wie Kinder sind. Wie findest du denn die Brille von deiner neuen Busenfreundin? Scheißlich, habe ich gesagt. Sie hat mir angeschaut. Den Blick vergesse ich nie. Dann hat sie mit ihrem deutschen Akzent, den Nach keiner unten leiden hat schauen, können, bitte. voller Hass gesagt, ich wünsche euch, dass ihr alle eine Brille tragen müsst. Wir haben uns natürlich schief gelacht. Sie ist da gestanden, hat nicht gewusst, was machen soll und plötzlich hat sie angemacht. Ich meine, nass gemacht. Ich meine, das müssen Sie sich einmal vorstellen. Steht da, mitten in der Klasse und auf einmal ein kleiner See am Boden. Und? Was ist aus der Verwünschung geworden? Naja, was soll ich Ihnen sagen? Bei der Matura haben wir alle eine Brille getragen. Die ganze Klasse? Die ganze Klasse. Der Lehrer, der reinkommen ist, hat gefragt, was das ist da am Boden. Da ist sie davon gerannt. Schließlich hat es uns aufwischen lassen. Dabei, ich meine, Sie wissen ja, wie Kinder sind. Was hätte man denn sagen sollen? Grüß dich. Wohin den leeren Altbatterien? Die Lösung heißt Greenfields Batterie. Diese enthalten garantiert 0,0% Quecksilber und belasten dadurch in keiner Weise die Umwelt. Und das zu absoluten Niedrigpreisen. Zum Beispiel bitte.
187 Schilling, bitte. So ist das aber schon. Das neue Ajax-Frühlingsfisch. So sauber, dass es fast schon blendet. Gell? Die neue Baumwollstrumpfhose von Edo. Wohlig warm und unwiderstehlich attraktiv. Die neue Baumwollstrumpfhose. B127, Rohrbacher Bundesstraße. Vor der Stadteinfahrt von Linz rund 4 Kilometer Rückstau. Land Salzburg, A10, Tauenautobahn in Fahrtrichtung. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Ja, wieso? Was ist denn? Nein, ich fürchte, das geht schwer. Wieso? Was hat sie denn angestellt? Was? Ich kann mir das schwer vorstellen. Sie sprechen so schön Deutsch, oder was unterrichten Sie? Fahrschule. Gabi, in der dritten Reihe. In der dritten Reihe Bertha. Bertha. Schauen wir mal. Drück Ihnen die Daumen. Prüfung fast schon bestanden. In der vierten senkrechten Straße. Cäsar. Was ist das denn Neues? Gabi, es geht um Ihren Führerschein. Ich schaue rein. Sag mal, spinnst du? Warum? Warum? Wie kommst du dazu zu behaupten, dass du blind bist? Bist du verrückt? Habe ich nicht. Hast du nicht. Die Lehrerin fantasiert, oder? Antworte gefälligst. Habe ich nicht gesagt. Schau mich mal an. Komm, sag's. Hast du dich blind gestellt? Komm, sag's. Ich will nur die Wahrheit wissen.
Komm, sag's. Du brauchst keine Angst zu haben, ich tue dir nichts bestimmt. Es ist wahr. Hast du dich blind gestellt? Ja. Die ganze Klasse, hat Anna gesagt. Ja, die ganze Klasse, sagt sie, trug hässliche Brillen. Und ich habe zu ihr gesagt, sie ahnte noch nichts von Kontaktlinsen. Magst du das? Gern, danke. Sag, und die Stundung der Erbschaftssteuer, hat das geklappt? Ja, so gut wie. Wir wissen noch nicht genau Bescheid. Aber Dr. Knopp meint, angesichts der Investitionen im Geschäft werden wir schon eine Bewilligung bekommen. Ist für euch auch nicht schlecht, oder? Ob. Soll ich leise drehen? Und von mir aus nicht. Danke. Das ist übrigens hervorragend, Schwesterherz. Danke. Mit was hast du denn gewürzt? Naja, ich habe gesalzen, gepfeffert. Eine Knoblauchzehe, Thymian, Basilikum. Und nach dem Aufkochen einen Schuss Tabasco. Was ist denn? Was hast du denn?
Fachleute, sondern nach demografischen Kategorien zusammengesetzte Jurys, jüngere und ältere, Vertreter der Regionen, Stadt- und Landbewohner, also ausgewogen. C'était un vrai dessin animé. Maintenant, nous avons découvert les membres de ce théâtre formidable de Prague, Theatre of Animated Drawings. Et maintenant, j'aimerais vous faire découvrir quelqu'un d'autre qui, lui aussi, normalement, travaille derrière les coulisses de l'Eurovision à Genève. Er hält alle Fäden in Genf zusammen. He keeps everything together in Geneva, and so he will do here tonight. May I introduce to you Mr. Frank Neff. Frank Neff, der Vertreter der Europäischen Rundfunkunion hier. Er ist auch gleichzeitig Schiedsrichter. Er ist unser Schiedsrichter. He is our scrutineer, notre scrutateur, the president of procedure. Wisst ihr, was Mama ein paar Tage vor ihrem Tod zu mir gesagt hat? Manchmal stelle ich mir vor, die Menschen hätten anstatt einem undurchsichtigen Kopf einen Monitor, auf dem ihre Gedanken erscheinen. Franck, ça y est, hein? On y va? Ou tu crois que tu dois déjà me stopper pour la première fois? Cher Désiré, en réponse à tes aimables paroles, je t'offre le premier circuit, celui de Suède. Alors on y va. Do you remember Sweden? It's 10 years ago, the big smash hit and winner. It sure was Also als erstes wird jetzt Schweden aufgerufen. Man erinnert sich sicher noch an Schweden, als die Gruppe ABBA gewonnen hat bei diesem. Hast du dir die Zähne schon geputzt, Schätzchen? Hast du dich über das Mickey Maus Heft von Onkel Alex gefreut? Er mag dich sehr, weißt du? Ich auch. Ja. Fühlst du dich allein manchmal? Hast du Papa und mich lieb? So, jetzt wird gebetet. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. So, gute Nacht, schlaf gut. Lässt du noch das Licht brennen? Nein, es ist zu spät. Schlaf schön. Träum was Schönes. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist?
Nichts. Sechs Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Sowjetunion, Israel. Morgen, Liebling. Ein Flugzeug der sowjetischen Gesellschaft Aeroflot soll auf einem Flughafen in der Sowjetunion gekapert worden sein. Die Situation ist aber unübersichtlich. Die zuständigen sowjetischen Behörden erklären, sie hätten derzeit keine Informationen über den Vorfall. Angeblich wollten die Luftpiraten nach Israel fliegen. Ob die Maschine derzeit auf dem Weg dorthin ist oder sich noch in der Sowjetunion befindet, ist unbekannt. In einigen Berichten heißt es, das Flugzeug sei wieder nach Moskau dirigiert worden. Auch kursieren Gerüchte, dass sich an Bord der Ilyushin Kinder befinden. Staats- und Parteichef Gorbatschow hat in Moskau den chinesischen Außenminister Jian Tisheng zu einem Gespräch empfangen. Über den Inhalt der Unterredung ist nichts bekannt. Bei dem dreitägigen Besuch des chinesischen Außenministers soll das erste Debatte über das Palästinenserproblem von New York nach Genf zu verlegen. Mehrere hundert Palästinenser haben vor dem Sitz der Morgen, Schätzchen. Aufstehen. Morgen. Ergebnisse des Vier-Augen-Gesprächs liegen derzeit nicht vor. Zur Stunde soll im Bundeskanzleramt ein Gespräch über die Zukunft der Salzburger Festspiele stattfinden. An die Mit Beginn des Monats, also vor 4 Tagen, hat Georg seine neue Position angetreten. Es war ein hartes Stück Arbeit. Vielleicht erinnert ihr euch, als er in die Abteilung versetzt wurde, war ihm sein neuer Chef alles andere als gewogen. Aber jetzt hat er es geschafft. Sein Arbeitselan hat neuen Wind in die Abteilung gebracht. Und als sein Chef jetzt an einer offenbar langwierigen Darmgeschichte erkrankte,
und mehr im Krankenstand als im Betrieb war, hat man Georg angeboten, die Abteilung erstmal kommissarisch zu übernehmen. Grüß Gott. Bitte. Der Mann steht ohnehin kurz vor der Pension. Und es ist nur eine Formfrage, bis Georg endgültig zum Leiter der Abteilung ernannt wird. Ihr könnt also mit Recht stolz sein auf euren Sohn. Auch Alexander hat sich wieder gefangen. Im Sommer hat er eine Schiffsreise nach Skandinavien gemacht und das hat ihm sehr gut getan. Ich soll euch von ihm grüßen. Heute Abend ist Dr. Breitenfels, Georgs oberster Chef, bei uns zum Essen. Als Revanche für die Einladung zu einer Party, bei der wir vor 14 Tagen waren, womit sozusagen Georgs neue Position innerhalb der Firma gesellschaftlich bestätigt wurde. Er ist als Feinschmecker bekannt. Ich werde also meine ganzen Kochkünste aufbieten müssen, um ihn zu bezirzen. Übrigens mit deinem Rezept, Mutter, der gefüllten Ente. Du kannst mir die Daumen drücken. Guten Tag. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Ich möchte nur meine privaten Sachen abholen. Ja, die sind nicht mehr hier. Wieso? Sie sind... ich habe sie wegbringen lassen. Ich wollte Ihre persönlichen Sachen hier bei der Arbeit nicht in Unordnung bringen. Natürlich. Verstehe. Und wo haben Sie sie hinschaffen lassen? Sie sind in der Personalabteilung. Ah ja. Danke. Tja. Geht's Ihnen wieder besser? Bitte? Ja, ja, natürlich, danke. Mir geht's gut, ja. Das freut mich. Ja, ja. Das haben Sie wahrscheinlich vergessen. Es tut mir leid, wenn ich gestört habe. Bitte, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Und hopp, 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 und hopp. Servus! Sag ihm, ich freue mich auf heute Abend! Nimm du ihn bitte. Los, Prinzessin. Aeroflot haben 30 Schulkinder in ihrer Gewalt. Der Leiter der halbamtlichen Nachrichtenagentur Novosti gab heute bekannt, die Seine Frau ist erkältet, er wird allein kommen. entführt und ein Flugzeug zur Ausreise aus der Sowjetunion verlangt. Meinst du, das ist eine Die Ausrede? Maschine ist bereits auf dem Weg nach Er war sehr freundlich. Der israelische Polizeiminister und Verteidigungsminister Rabin haben sich zum Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv begeben. Der Flughafen wurde der Kontrolle der Luftwaffe unterstellt. Das Flugzeug soll in einer halben Stunde in Israel eintreffen. Die Sicherheitskräfte auf dem Flughafen
jetzt da denn? Ein Unfall wahrscheinlich.
Und fahrt vorsichtig, gell? Es ist eine Menge Verkehr heute, haben Sie im Radio gesagt. Ja, Mama. Nochmals vielen Dank. Ist schon recht. Für die Gotteppel. Papa, gib's mir ein Bussi. Gib der Oma ein Bussi. Also, So. führt euch gut. Ciao, Mutter. Führt die Everl. Für die. Servus, Mama. Papa. Und schreibt's wieder einmal. Wenigstens du, Anna. Bei dem Buben weiß ich ja, dass es umsonst ist, wenn man ihn anerhebt. Servus. Ja, Mutter. Servus. Also. Ciao. Widerstände gegen umstrittene Bischofsbestellungen, etwa in Salzburg und Köln, seien für den Vatikan sicher voraussehbar gewesen, meinte der deutsche Theologe. Wörtlich sagte Greinacher, die Katholiken sollten sich gegen arroganten Machtmissbrauch des Vatikans zur Wehr setzen. FPÖ-Chef Haider wird seiner Partei bei den vorgezogenen Kärntner Landtagswahlen flüssiger Kolonnenverkehr. Kolonnenverkehr auch auf der B311 der Pfingstgartener Straße Richtung Steinpass und Stauungen vor den Ortsdurchfahrten Zell am See und Saalfelden. Stauungen auch auf der S16 der Arlberg-Schnellstraße fahrt Richtung Feldkirch zwischen Bratz und Ludenz. Die Gendarmerie empfiehlt Gestern und heute hat sie nicht gefüttert. Was? Frau Gebhardt hat die Fische nicht gefüttert. Ja. Wir werden sie entlassen. Morgen. Evi, essen! Willst du auch was? Nein, danke. Danke, genug. Wasch dich noch, ja? Ja, Mami. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Gute Nacht, mein Herz. Lässt du noch das Licht an? Jetzt wird geschlafen. Es war eine lange Reise. Gute Nacht. Gute Nacht.
Gute Nacht. Gute Nacht. Die Zeitung müssen wir auch noch abbestellen. Mhm. Liebe Mama, lieber Vater, jetzt bekommt ihr also doch so schnell einen Brief? Obwohl ihr immer sagt, dass ich schreibfaul bin und man von mir nie was erfährt. Ich habe heute, einen Tag nachdem wir von euch zurückgekommen sind, in der Firma gekündigt. Mein Chef war erst ein bisschen überrascht, wie ihr es jetzt wahrscheinlich auch seid. Aber er meinte, ich hätte sicher was Besseres und Scheidende sollte man nicht zurückhalten wollen. So ist es auch. Sicher fragt ihr euch, warum ich euch das nicht erzählt habe, als wir bei euch waren. Aber glaubt ihr nicht auch, dass uns die Debatten darüber nur das Zusammensein verleidet hätten? Euch genauso wie uns? Wenn man einmal einen Entschluss gefasst hat, dann soll man ihn auch ausführen. Das hast du selber immer gesagt, Vater. Und wir haben uns entschlossen. Wir wollen die Zelte hier abbrechen, weil es, abgesehen von euch, nichts gibt, was uns hier noch halten könnte. Anna hat übrigens mit ihrem Bruder schon vor unserem Besuch bei euch geregelt, dass sie aus dem gemeinsamen Geschäft aussteigt und er es allein weiterführt. Ist das für eine hochzeitliche Frau? Nein, nur so. Ah, Sie haben Gäste. Nein. In der Winterszeit. Du? Sie ernährt sich mit Körnern. Körnern? Und welche Körner gibt's denn da? Du? Die Weizenkörner. Ja, und welche noch, Tanja? Maiskörner. Maiskörner. Sonnenblumenkörner. Sonnenblumenkörner. Und wo gibt man denn diese Körner hin? Ja? Futterhaus. Ins Futterhaus. Und was macht man? Eva, was machst du denn? Hast du ein Floh? Es kratzt so. Komm, steh auf, lass mal schauen. Also wo? Da ist nichts. Doch. Du bist rot, weil du gekratzt hast. Es juckt aber. Ach komm, setz dich und kratz nicht. Also, wo bringt man denn zum Beispiel die Körner unter, damit sich die Vögel ihre Körner holen können? Mercedes, weißt du das? In Futterhäuser und so Ringen. Futterhaus. Und in Futterringen. Wie sieht denn so ein Futterring überhaupt aus, Anna? Also, Ja, zum Wiedersehen. Wiedersehen.
Das letzte Mal. Es geht Ihnen wieder gut. Danke. Hier ist der Krankenschein. Danke. Alles? Ja. Das wären zusammen 478.000 Schilling und 60 Groschen. Ich kann Ihnen allerdings wegen der 5-Jahres-Klausel keine Zinsen verrechnen. Macht nichts. Darf man fragen, warum Sie das Geld so dringend benötigen? Vielleicht wären Sie mit einem Kredit günstiger dran. Sie könnten die Bücher beleihen. Wir wandern aus. Nach Australien. Ja, guten Tag. Ist die Fräulein Polesek noch da? Ja, danke, ich warte. Ja, guten Tag. Hier spricht Anna Schober. Ich möchte meine Tochter Eva entschuldigen. Sie muss sich beim Skifahren verkühlt haben. Sie hat fast 40 Fieber.
fertig ist. Was wollten die? Komm. Die haben was zum Essen gebracht. So bleibt also nur unser Evchen, von der wir lange überlegt haben, ob wir sie mitnehmen oder ob wir sie bei euch zurücklassen sollen. Wie du dir vorstellen kannst, Mama, und du sicher auch, lieber Vater, hat uns diese Entscheidung schweres Kopf- und Herzzerbrechen bereitet. Denn wenn wir auch sicher sind, für uns das Richtige zu tun, so ist es doch etwas ganz anderes, über das Leben des Menschen zu entscheiden, der einem das Liebste auf der Welt ist. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wie wir zu Ostern bei euch in der Kirche gemeinsam diese Kantate gehört haben. Da hieß es, ich freue mich auf meinen Tod. Und wie dann nachher die Evi gesagt hat, ich auch, seid ihr ganz erschrocken gewesen deswegen. Wir haben noch viel darüber geredet seitdem und ich weiß, dass der Tod für Evi keinen Schrecken hat. Wir haben heute, jetzt, wo wir fest entschlossen sind, sie mit uns zu nehmen, noch einmal mit ihr darüber gesprochen. Und es war schön und traurig gleichzeitig zu sehen, wie leicht sie zugestimmt hat, mit uns zusammenzubleiben. Ich glaube, ein Leben, wie wir es gelebt haben, vor Augen, sagt man leicht zu jeder Vorstellung von Ende, ja. Bitte seid nicht traurig oder macht euch jetzt Vorwürfe oder fasst es gar als Kritik oder etwas Ähnliches auf. Ich sage das nur als einfache sachliche Feststellung, die nichts mit euch zu tun hat.
Ich glaube, es geht nur, wenn wir systematisch vorgehen. Du musst da feste Schuhe anziehen, Prinzessin. Du musst überhaupt aufpassen, dass du nicht wehtust, gell? Klar.
hör auf, komm. Jetzt hör auf! Entschuldigung. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Bitte? Wir sind vom Störungsdienst der Post. Man hat wegen ihrem Telefon angerufen, sie sind nicht zu mir erreichen. Offenbar haben sie den Hörer nicht ordentlich aufgelegt. Ja, das stimmt, ich wollte nicht erreichbar sein. Sie wissen, dass das nicht erlaubt ist. Nein. Ja, wir müssen es ihnen abschalten, wenn sie es länger abgehoben haben. Ach so? Ich leg gleich wieder auf, es ist schon vorbei. Können Sie mir mal anschauen, das Telefon? Nein. Tag.
ich dann noch Fernsehen im Schlafzimmer? Es sind die Kinder der Hauptschule. Danke, jetzt mir schon Platz gemacht. Ja, hol dir's nur, wenn du willst. Hol dir's. Die Kinder der Hauptschule Webling in Graz, der 2. Klasse, herzlich willkommen. Das ist die 2a oder B, die erste Parallelklasse. B und C. Das ist einmal, wollen wir euch vorstellen. Stefan, der Johann, das ist die Petra, die Isabella, die Miriam und die Cornelia. Und sie haben Objekte für die Landesausstellung Judenburg gemacht, die am 29. April geöffnet wird, also eröffnet wird. Und zwar ist das Thema Menschen, Münzen und Märkte. Und heute ist der erste Teil. Also Kinder haben zum Thema Menschen, Es ist so bitter.
Somebody's crying, is there any way in hell to light a comet from a single star? Working so hard I can't remember.